Seit 4 Jahren hat ihr kein einziges Wort gesagt. Ne schwarze Kaffee, Pie und ein stilles Dankeschön, das ante einen Teller legt. Dann verschwand in einer Stew Mission nackt. Drei Biker kamen eine Stage, speedete herein. Was sie mitbrachten, sollt ein geheimes Leben. Einen heldenhaften Tod und ein Geschenk enthielten, das die Welt einer jungen Matte für immer verändern würde. Aber wo war Steve wirklich? Und warum hat sie ausgeheult? Die Glock überdete Eternam Gino Tenso 7 Das tat sie immer. Natalie blickte von der Kaffeete auf und griff bereits nach der Glaskan. Der Mann trat hierin wie ein Schatten. Dieselbe abgewetzte Armeejack, derselben schalen Stiefel, dasselbe langsam hinken, das mit jedem Schritt ein ganze Lebensgeschichte zu tragen schien. War kein Mann will Wort, nur ein paar Esse und eine Chelm. Nickte einmal so und ging zu der Booth ganz links, seiner Booth. Außer sich in den roten Wennelsitz niederließ, wo sie bereits der Anstellte ein dampfende Tasse schwarzen Kaffee und ein groß Stücke Kirschpie hin, kein Schlagson, kein Gabel. Benutzt immer denselben Löffel, den in seiner Manteltasche mitbracht. Gut Nacht, Steve, sagt sie ließ, obwohl nei best Tiet hat, dass das sein Name war. Es war einfach das, was die Stammgäste vor Jahren zu nennen begonnen hatten, und korrigiert niemanden. Nickte erneut zu. Ihn blinzern wirklich, und starrt aus dem Fenster auf den dunklen Parkplatz, wo ein Reihe von Trucks unter einer flimmernden Halogenlampe im Leerlauf stand. Natalie Karte sorgte Sorafake und warf einen Blick auf das Babymonitor, das zwischen den servierten Halten eingeklemmt war. Auf dem winzigen Bildschirm schlief, hief vorjäger Son, Eli auf einem Fellbett im Lagerraum, zusammengerollt mit einem Stoffdinosaurier. Dasselbe Fellbett, das sei vor 6 Monaten aufgestellt hat, als aufgerührt hat, unterhalt zu Sallen an die Kinderbetreuung am glitsch geworden war. Sie lehnte sich gegen die Theke und streckte ihren Eiken. 12 standen auf den Bienen in billigen Turnschuhen. Ihr Herr wären zu einem anordentlichen dat Hotchi gesteckt. An ihrer Schillas hat neben der Tasche einen Riss, den sie immer wieder zu ignorieren versucht. Es gab immer etwas zu reparieren. Die Miet, der Keule des Autos, die Wurzeln für ihres Sohns, ist noch Pi für Matthew Briggs Scherz. Kam ein Stimm vom anderen Ende des Diners. Big Joe, der Nacktruckfahrer, zwinkert und rotschet in ein Booth. Natalie Chelt. Aufrichtig, Joe gab gut Trinkgelder und flirtiert gerät genug, charmant zu wirken, aber nicht aufdringlich. Na, wenn du einsam handelsten mal auf Joe Abend haben matscheitest, sagt sie und griff trotzdem nach einem Teller. Aber ihre Augen wanderten so, sagte sie Steve, saß in vollkommener Stil. Die Etchnender den Kaffee jurabt, als würde das in sich warm, das in der Welt noch verblieben war. Sein Kenschel wären vernab, die Art von Naben, die man nicht durch Anfülle bekommt, sondern durch Beleben. Start hinaus, als würde Geister auf dem Pilaster beobachten. Natalie über der Jai will Trucker kommen, angehandt seien. Laut, betrunken, freundlich. Aber Steve war anders. War nicht nur still, war irgendwie absent. Und doch kam fast nach der gleichen Zeit so okay, dieselbe Routine. Dasselbe $10 schien, ordentlich gefottetan unter den Teller gelegt, bewer so lautlos, wie gekommen war, durch die Tür verschwand. Seit 4 Jahren war das stille Austausch gewesen. Hat sei nach ihrem Namen gefragt. Sie hat nach seiner Geschichte gefragt, aber Natalie bemerkt, dass sein Hinken in diesem Winter schlimmer wurde. Die Art, wie beim Hinsetzen zusammen sagt, wie die Kaffeetasse hielt, als ward sie mehr wiegen, als sei sollt. Sie hat ihm einmal extra Servietten angeboten, als hat sie Gino einmal ein Jäschen an den Kopf gestellt. Gegen 200 stand Steve auf, ließ das Geld unter dem Teller an verschwand in der Nacht. Sie sah nahe, welchen Truck vor. Manche sagten, schleif nicht, trebe einfach von Stadt zu Stadt an Transportier fragt, nachte niemand fragt. Sie glaubt den Geschichten nicht. Sie glaubten Routine, an kleinen Gästen an den die still. Gegen 3:30 war das Diner wieder leer. Das Sammeln des Kiohaschränks in der Küche war das Insage Asch. Natalie goss sich ein Tass Kaffee und setzte sich in Steves Booth am Kurs die Fuß Osurion. Auf dem Tisch war das Recipe mit alten Initialen Zerkratz.
sei vor mit dem Finger an einem entlang. Jepla wahrscheinlich waren Teenagern vor einem Jazend injuritzt. Damals, als dieser Ort noch ein Jukebox hat an Familien nach dem Sonntagsgottesdienst sam Pfannkuchenessen hereinkommen. Sie starrt durch dasselbe Fenster, durch das Steve immer blickt. Alles, was sie sein konnte, war ein schwarz Autobahn, die sich ins Nix erstreckt. An das orangefarben Leuchten eins entfernten Truck, stopp schuldig. Manchmal dachte sie daran, ihn zu fragen, warum immer wieder zurückkam. Warum hier, warum sie, aber wie let ging es gar nicht sei. Wie leid brochten manche Menschen einfach einen Ort, an dem sie existieren konnten, on erklären zu müssen. An fast Steve war dieses deiner Kinrastet, es war Heimat. Am 700 watcht Eli weinend auf. Natürlich trifft ihre Schuhe ab an Iltins Hinterzimmer. Ich hat wieder den Dinosauriatrum, sagte, die Augen not verkollen. Sie erzählt an hab ein Hotch. He was do gut Dinosaurier oder dabei sie. Der gut. A such sin family. Violet hatte sie dieses Mal gefunden. Eli legt seinen Kopf auf ihr Schulter. Sein keinen Eschnamen klammerten sich an ewe mamio den Namen. Natalie blickt in den Spisisol. Die Booth war leer. Der Pier telefort. Der schien noch ordentlich unter die Telekante gefaltet. Ein weiter Nacht, ein weiters Ritual. Bis das Ende ihrer Schicht kam, rollte die verhasste Kaskundschaft bereits herein. Menschen lachten. Bestellungen wurden herausgerufen. Die Still war fort. Aber Natalie erinnerte sich immer an die Still zwischen 1 und 200 morgens, wenn die Welt innehielt und ein stiller Mann mit gikoloten Augen verschwossen Kaffee, Kösbei an kein Fragen herinkam. Hat ein Watch ausgelassen, bis es eins Tages tat. Der Glock klingelte ein paar Tage lang nicht. Natalie warf einen Blick auf die Wande. 128. Sie klopfte dagegen an dacht. Violet sei die Batterie schotche geworden. Aber sie tickte in 15 Vorrats. Sie blickt sehr ta. Kein Stiefel, kein Jack, kein Steve. Sie goss den Kaffee trotzdem in. Die Booth saß leer. Ihn se kein Cashpay, amber hart auf der Thek. Natalie starrt es an stellt es dann auf den Doppelrummer. Violet war es spät dran. Violet hätten das Sturm draußen aufgehalten. Der Schnee kam seit 23 to the City was reds herein. Am 1:30 wusste sie, dass nicht kommen war ready. Sie sagt sich, sie soll sich kein Sorgen machen. Trucker wurden ständig am Jolletet. Violet hat sich sin Route gelandet. Violet sklie für ausnahmsweise einmal aus. Noch ein Nachtbooth noch immer leer. Sie begann, die lokalen Nachrichten zu verfolgen. Kein Laswegen Feil, kein Todesfall, keine Ordnung eins Mannes nehmen Steve oder Brad oder Y, auch immer wirklich hieß. Nach einer Watch war sie sichtlich erschüttert. Sie ließ mitten in der Shit ein Tablett fallen, vor Big Joe und verbrennt ein Grillkäse Sandwich. Tantio 7 hast dann sehen dörte, die skal abset Mehl an Pie beste ob, die Glock klingelte nicht. Aber am 1:26 hante der Parkplatz war etwas anderem. Drei Motorräder mitten Y-Geister durch den Schnee. Krumm glitzert unter Schichten von Frost. Die Bikes fuhren langsam vor, ohne Eil, aber mit Absicht. Die Manier, die abstiegen, waren stille Mig, in Leder gejellt, verwittert. Jeder trug ein Dick West, bestig mit alten Armee-Insignien, verblassen hatten an einem geschwungenen Offen mit der Aufschrift, 3rd Battalion, Iron Dogs. Natalie ist dort. Sie kamen nicht sofort herein. Einer von ihnen, groß, gemischte Abstammung mit einem Zopf, das seinen Eikicken hinunterhing. Offerte ein Satteltisch und hab ihnen ramponieren Metalwork-Sackesten heraus, rostig an den Art enden, die Farbe abgeblättert, das Schloss gebrochen. Sie traten ein, die Glock klingelte endlich. Niemand sprach. Der jenangste von ihnen glatt rasiert, mit einem markenden Kiefer und einem Hut mit der Aufschrift Airborne. Zog sein Handes an Sassicham. Sein Blick landet auf Natalie, du bist Natalie. Kiliskan lüti sich zusammen. J.A., der Groste nicket. Sagte, du saken dich sofort erkannt. Du seist Gino, so aus, wie dich beschrieben hat. Where? Sie antworteten nicht. Stattdessen stellte der Mann mit dem Zopf den Werkzeugkasten mit einem Liesendampfen auf die Deck. Schnee tropft von den Ecken. Der dritte Mann, gedrungener mit einem Weiß, in Bart und verspiegelte Sonnenbrill, der noch auf hat, tippt auf den Deckel der Box. Hier nannte dich das Inseklit auf seine dunkelsten Strays. Sagte das was?
Natalie's Gaben legt nach. Sie griff nach der Thiek. Steve, dann sagte der Mann mit dem Sopfes. Brad. Sergeant Brad Stevenson. Vietnam. Purple Heart. Hat nie aufgehört zu dienen. Hat geändert. Natalies Atem stockt. Was ist passiert? Der Journalistmann nahm seinen Hut ab. Sein Stimm brach. Ihr starb Debbie. Zwei Kinder an Mathe aus einem brennenden Van zu retten. Is hat ihren Minivan an einer Bergkurve erwischt. Sie gehört nicht einmal. Kletterte hinein. One Hand aber rechts rote. Einen Moment lang sprach niemand. Schnee schmolz auf den Fliesen. Die Luft war mit unausgesprochenen Dingen. Kia vor ein, weil mit ans, sagte der Gruß. Ihr redet nicht viel, aber wir all kannten ihn, vertrauten ihm. Als nicht an unserem üblichen Treffpunkt auftrat, gingen wir sachen. Natalies Aschen zitterten, als sie den Worksikasten öffnet. Darin ein gefaltet amerikanische Flagge, in laminierte Satzerkennungsmarken mit der Ausschrift. Stevenson Bradley J. SGT US Army FIS Catholic, Vietnam, 1971. Darunter befand sich ein versiegelte Umschlag an ein zerfledderter Manilamslag. Sie öffnet den Brief mit zitternden Fingern. Die Handschrift war roh, aber Bedner Kelly, wenn du das liest, bedeutet es, dass die Stress mit Schleiß lich in Schuld hat. Aber ich bin nicht traurig gegangen. Ich bin gegangen an Tat das, was ich häufiger echte tan sollen. Jemandem helfen. Du hast nie nach meinem Namen gefragt, hast mich nie gebeten, mich zu erklären. Du hast mu in Fakpai gebracht, als ich nicht gebrochen. Als alle ich noch zu diesem Land gehören. Die Schaub hinterlass ich dir meinen Truck. Ist alt, aber stark, wei it du, willet weit du, was du besser damit anfangen kannst, als ich es gegeten heb. Sag deinem Jungen, es soll freundlich aufwatschen. Holti den Kaffee hieß. Bradard, netli bedeckt ihren Mand. Der Umschlag enthielt den Fahrzubrief des Trucks und ein Foto des Fahrzeugs. Ein Oldtimer, Truck, grün mit subenen Akzenten, der noch stolz sin originalen Militärkonvoi, Kennzeichen aus jazzeten vergangener Seetrug. Die Biker tauschten Blick aus, geben aber Raum, warum ich, fleistert sei. Der Beteiligmann antwortet, weil du 4 Jahre lang tot bist. Du hast Geld, du hast an nicht wie ein Gespenst oder einen kaputten Veteranen behandelt. Du hast ihn gesehen. Der Biker mit dem geflottenen Haar lehnte sich vor. Du hast Frieden gegeben. Dieses dies Booth, dieser Pai war die sich Family, die hat. Natalie setzte sich langsam hin, die es nennende Thikenran. Und wollt, dass du ihnen Teil von einem bekommst. Den besten Teil, seinen Truck, sein Stress. Der schniestem Draws in Word lauter. Natalie blick auf die Booth, in der Brad Jesserson hat. Für einen Moment schien es fast, als wäre noch da, beobachtend und still, wirklich leidschellend. Sie stand auf, wischt sich die Augen ab an ging zur Kaffeekan. Munchettete Jungs etwas Pai. Die Biker grinsten. Verdammt richtig, sagte jeder und Angst. In jener Nacht, nachdem der Pai serviert, an Geschichten geteilt worden waren. Inheit lastig, inheit schmerzhaft, stand Natalie allein draus in vor dem Deine, an den Rucksackkasten, in den Armen. Sie blick zu den Sternen hinauf, ihr Atem stieg in den dunklen Himmel und flüsterte Danke, Brad. Der Wind hält an ihr vorbei, leis die Fensterklappen und trug einen Schweichen Geruch von Diesel und Kiefer mit sich. Und irgendwo in der Fern konnt sie fast einen Dieselmotor erschreien, der auf einen Gebergspass donnerte. Ein letzte Fahrt, ein letzte Rettung. Natalie saß allein in der Booth, die einst sein Jusen war. Die Nacht draus en war still, bis auf das gelegentlich Grollen eins von Trucks oder einen Windstus. Der Schnee über die Fenster treib. In ihren Etchenenden war der Brief worden, weil so oft gefaltet und wieder aufgefaltet worden war. Die Ahnende rollten sich. Kaffee hat sich in die Eck gespritzt. Sie las eine Nut. Vielit magst du etwas Besseres daraus, als ich es gejeckend heb. Es war nicht nur ein Notiz. Es war ein Kart, eiler Bargab. Natalie fuhr mit dem Finger über die Wort, ihre Gedanken schweiften ab. Sie hat nicht gemerkt, wie viel sein Stil gesagt hat, wie viel Raum sie für die Gegenwart gelassen hat. 3 Tage später klingelt die Glock über der Terranut. Aber es war nicht 100 am Morgens. Louis stand in der Tür, klopft Schnee von seiner Lederjack, den Rucksackkasten in einer Hand, ein Wirbelthermoskan in der anderen.
sah biete gesslete Lüte aus, menschliche. Ihn offen auf seiner West latide Iron Dogs MC Korpsman. Nickte zu, tut Kaffee notchgat. Natalie Leitschelt. Das sollte es sein. Ich hat des watch neckets aus a Koffin an Haserschmörs. Louis gab ihn lieses Lacken von sich, sunset sich an die thick. Sie sprachen ein Minute lang nicht, die still war nicht an angenehm. Sie war vertraut. Dann sagt Natalie, wie war bevor sam deiner kam. Louis süffert an scrot sein Thermaskan auf. Je brad war kompliziert. War der Tipp, de dich versot an 5 Meilen so heike in die Eichlel lief, will notch jemand draus im Blutit. Aber Bolua danna kein Ätchen an de Drack annehmen. Sagte, Medellen ziehen Politik in Metal. Nippte. Hina wöller seinen Bruder in einem Fjordgefekt in Nam direkt vor seinen Augen. Danach schreib nicht mehr viel nach Haus. Kam nicht mehr als dasselbe so, CK. Was hat Tepeidei dai, het ein Tochter. Jing weg, als sie's way war. Sagt, sie besser dran mit einem sauberen Neustart. Natalie's Killscan rät sich zusammen. Hatte das Jimmels halt? Fragt Louis sanft. Nien, fleistert sei. Tier hat kaum überhaupt gesprochen. Dann hatte das meist gesagt. Louis holt etwas aus seiner Manteltasche. Ein Foto, abgegriffen an Verblast. Is seite Bradville Junior, die Arm ihn kleins Emdischen gelegt, das chelt, als Rade nicht wissen, why selten dieser Moment sehen Rade. Dial hat das in seinem Handschuhfach aufbewahrt, sagt Louis. Direkt neben einem Foto von an deinem Sohn. Wo fanden es hinter deiner Weihnachtskarte vom letzten Jahr? Natalie's Augen weiten sich. Ihr hat das aufbewahrt. Louis nickt. Brad glaubt ihn nicht an Zufall. Wenn es aufbewahrte, bedeutet es etwas. Später an diesem Nachmittag ging Natalie den hinteren Teil des Diners herum, wo Brads Truck stand und wie ein schlafendes Tier parkt. Ross zog sich an den Enden entlang, die Farbe durch sieht und Wind stampft Jordan, aber war stolz. Das wurde geterdudeten Notch unter dem Schnee. Sie klettert zum ersten Mal in die Kabine. Der sitzt Chesti. Die Kabine roch nach Tabak. Altem Lieder und Pfefferminzel. Das Armaturenbrett war mit vergilten Karten, einem Militärkompass und einem kleinen Metocruise übersät, das an einer ausgefransten Schanner hing. Der Beifahrersitz war leer, bis auf ein gefaltet amerikanische Flag, die ordentlich dort lag, wo jemand ihn Handschuhfachhandbuch aufbewahren kielennit. Natalie fuhr mit der Hand über das Lenkrad. Sie stellt sich vor, wie Nacht für Nacht vor. Kein Ziel, nur Beugung, das Stil einen Schritt voraus bleibend. In jener Nacht, nachdem sie das Diner geschlossen und Eli ins Bett gesteckt hatte, rief sie Louis an. Kannst du dich morgen mit mir treffen? Fragt sie. Bring dein Crew mit. Ist alles in Ordnung? Ich glaub, ich weiß, was ich mit dem Truck machen soll. Am anschassten Morgen fuhren 6 Motorräder an so Pickup. Trucks auf den Parkplatz. Natalie stand wartende, Klemmbett in der Hand, Boppel nie auf Servietten und Kassenzettel gezeichnet. Sie trug alle Squaws wie ein Eierstang. Ich will ihn nicht verkaufen. Begann sie. Ich will ihn nutzen, gistelten. Es gibt so viel Fahrer, die in ihren Kabinen schläfen und leer Gen haben. So viel Veteranen, die durch die Stadt ziehen. Necke so eine Tasche voller Medikament und so viel Stolz, Hilf zu bitten. Louis Verschrei menkte die neugierig. Du hast einen Plan. Natalie sieht auf den Truck. Wir bauen deine Schlafgebäude aus und bauen Regal ein, Lagerung für Lebensmittel, Decken, Thermoscannen. Richten einen kleinen Generator, einen Wassertank ein und halten in ein Bestkate. Kein Namen, kein Ausweis, kein Predikten, nur ein Schild, wo das Duet das Tragiti, Triebstoff, Essen, kein Fragen gestellt. Die Biker sahen sich an. Dann lächelte Louis. Brad hat das Juliet. Die Arbeit begann an jenem Wochenende. Louis brachte sein Worksuch. Big Joe brachte die Farbe. Ein pensionierte Mechanikerin namens Dala schweißt die Scharnier an neuen Schritt inken in der Schlafkabine. Ein Biker, Ray, der einstende Kieler Technik gearbeitet hat, installiert einen Mini-Haarschrank, der von einem Solarpanel betrieben wird. Natalie bat Pies und Brotkaffee für all. Sogar der klein Ilehaf mit, in dem Schrauben vertellt. Lein lokaler Schdaimler fertigt ein Holztafel in tiefem Grün mit silberner Schrift an. Brads Rest? Sie schraubten es an die Seite des Trucks, Gino über dem Sagesfenster.
In den Workshopkasten legte Natalie ein gerührte Kopie von Brads Brief. Das Original bleibende deine Wand. Bis Ende der Watch sah der Truck wiedergeboren aus. Was einst Stehlens, grabmal vor ein mehrere Zieljusen war, wo zu einem Heiligtum geworden, einem Lucifer mit einem warmen Motor. Die erste Fahrerin, die ihn hielt, war ein Jungfrau ohne Benzin und ohne Gütke. Sie öffnet die Service Club an der Wartit, abgewiesen zu werden. Statt dessen fand sie Worms ab, einen Göttchen für einen Wollentank und einen Kleibesättel, der an der Geldkassette befestigt war. Und du bist hier dat allein. Ruh dich Gott aus. Sie winkte hinter ihrer Brille. Leist trotzdem $20 da. Natalie stand neben Louis an Biobachtit, wo der Schnee Sandrand am den Truck fiel. Der Schnee es Ratzleis Lichof. In der Still, die Fort verändert die Situation. Nicht nur in der Luft, sondern in der Art, wo die Menschen sich das deiner bewegten. Natalie bemerkt es soest daran, wie Trucker innehielten, bis sie wieder in ihre Kabinen kletterten. An einen Baff den grauen Kenworth warfen, der neben dem Sohn geparkt war, als würde etwas bedeuten, als würde über sie watchen. Die Wort, die auf seiner Seite gemalt wären, lichteten nan durch die Frischpoliter an den Schneeschmelz Fahrreil, die das gewitcht das Strays tragen. Kein Anzeigen, kein Sponsoren, kein QR-Codes, nur ein Schild in schwarzem Marker, das neben der Seitenklappe eingebracht war. Nimm, was du brauchst, las, was du kannst erst mal, als jemand einen Brief hinterließ, wo am einen $5 schien gefoltert enthielt einen Aufnehmer von einer Marinekorb. Jackie, für einen Mann, den ich nie getroffen heb, wird der Mädchen weniger allen if you len leis. Das zweit war ein Foto eins weiters und sonst vor einem Peterbild mit der Bildunterschrift. Hier kam nicht aus Fallujah Sure Sike, aber tat diesen Ort gemockt. Bis Ende der Watch war das Kleinriegel unter der Thick Wall mit Emunensinn, Erkennungsmarken, Schreilzellen und Polaroids. In one Teppich aus unsichtbarer Trauer, sichtbar gemacht. Natalie schafft Platz in der Diner, wann dann begann, sie anzupinnen. Der Workskasten verließ nicht die Thick. Sein Adender wären nan glatt poliert durch Ellenbogen, Fingerabdruck fikan Geschichten. Die laminierten Erkennungsmarken blieben darin, neben der gefalteten Flagge, an dem Foto von Brad an seiner Einheit. Sie benehmen die Nähe im Deschangel, eil in die Sonne blinkend, manch noch Jungs, Kinder latschelnd. Big Joe bat ein Veteran daraus, aus Ichan Plexiglas. Gött ein kleines Messingschild hinzu. Wie Agentem von Sergeant Brad Stevenson, Iron Dogs MC Vietnam, 1971. Die Menschen blieben stehen und lesen es, manche für Sekunden, manche für Minuten. Ein Mann leert in der, schloss die Augen und flüstert etwas, das sonst niemand erschurrte. Natalie fragt nach. Die Booth am Fenster, sein Booth, wo offiziell nicht Betrieb genommen wurden, aber jeder schien zu wissen, dass sie sein war. Sogar stammes die nicht jekan hatten, skinen es so spüren, als ob etwas Hieliges an den Kissen haften, als ninte man geschickten im roten Vinyl Flyustern ehren, wenn man still genug saß. Veteranen kamen vorbei, manche laut und lastig, and a still Gott be. Ein Mann in seinen Eitern kam hierin und trug ein Medail. Da noch nei Suve getrigen hat, behat die Booth ihn einmal und ging wortlos. An der setzen sich an halten Geschichten, da Lippen noch nei Suve verlassen hatten. Einer von ihnen, Marcus, ihn sanite aus dem Golfkrieg, brach mitten in einer Geschichte über ein Straß in mein im Kuwait zusammen. Natalie saß bei ihm, da schnandam ein Wurmtas, da sie hingestellt hat. Kein Wort, nur Gegenwort. Kam am Manchesterabend mit einem germten Foto seines Traps zurück und hängt es neben Brads. Es passierte immer wieder. Die Menschen kämen nicht wegen des Essens, sondern wegen der Erinnerung, der Wagebang, der Babyrang. Manche brachten ihren eigenen Kaffee mit, tranken aber trotzdem Natalies. Eli, jetzt fast 6, begann den Truck aus Onkel Brads zu besiegnen. Einsabend steckt ein Band Stiftzeichnung in den Werkzeugkasten. Es sieht einen in grünen Truck, ein Streetfigur mit grauen Haaren und einen leitschelden Jungen mit lockigen Linien als Arm. Natalie fand es two-tage später laminiert und den die one gepinnt. Sie feit nicht, wo es getan hat. Und dann wurde die Glock. Jednat gegen 100 am morgens klingelte die Glock über der Tür. Manchmal war es ein Fremder. Manchmal war es ein Mann in Uniform, die Augen maude
After suchenach etwas, das nicht benennen konnt. Eins nachts war es ein Frau in ihren 30ern in einem US Navy Hoodie, die gereedwegs ze Booth ging, sich setzt an ein Stand lang ließ wenti. Unekt was so befreiem. An manchmal, selten, blickt Natalie auf an van die Tür leer, die Glock noch stockend, kein Schritt, kein Wind, na ihn nahren. Sie havate auf, es in Frage zu stellen. Es war in einer dieser stillen entkehrt, dass Natalie eine Entscheidung traf. Sie rief Louis an. Bist du noch in Kontakt mit dieser Stiftung? Fragt sie. Die für Mobile Hilfseinheiten. Antwortet er. Warum? Ich mag Chiti Brads Trucker weten. Einen, zweiten Weg hins auf Gin. Ein Mobile Cache hier, vielleicht irgendwann ein Mobile Klinik. Ich habe Platz hinter dem deine. Wir haben Menschen und wir haben Bedarf. Louis pausiert, dann sagt er, ich kenn ein paar Leute, die dich anders tanzen würden. Das täten sie. Innerhalb eines Monats hat sie mehr Hilfe als erwartet. Gewerkschaftsvertreter, alte Mechaniker, Witwen von Fahrern, ein Frau namens Beth, die in den Ätern im Dispatch gearbeitet hat und einen Vergasser ihn endlich wieder aufbauen konnte. Brads Wurmchecknis wird so etwas viel größerem. Am ersten Jahrestag seht stolz hielten sie kein Zeremonie ab, kein Kameras, kein Podium, nur Pie, schwarzer Kaffee und auf ihn Tee rein. One of morgens dimmte dies Litim Diner, aus einem über der Booth. Natalie sah dort ein paar Minuten allein. Sie legt ein Newsfoto auf den Tisch, Elis nuist das Schubert, und flüsterte am Magtasgat Brad. Ich dachte nur, du ordest Austrian wissen. Wenn du nun auf der Autobahn durch den nordlichen Streifen von Wyoming verhörst, nenntest du es sehen. Einen großen Truck, darunter eine Reihe warme gelbe Lichter neben einem bescheiden Raster Eckten, deiner geparkt ist. Wenn du ein Heil ladst, wirst du kein fragen, kein Formulär, kein Abertangen finden, nur Dobby Rum, Kaffee, ein Foto eines Mannes, der nein Nachdenk gefragt hat. Und wie liegt, wenn du zur richtigen Zeit kommst, klingelt die Glock auch für dich. Dies Geschichte erinnert uns daran, dass Freundlichkeit nicht immer laut ist und Helden nicht immer Medaillen tragen. Was hättest du getan, wenn ein Fremder der sein Lebensgeschichte in einem Werkzeugkasten hinterlassen tät? Erzähl es uns in den Kommentaren. Und wenn dich das Projekt hat, wird es nicht, ihn like so hinterlassen, so teilen und embrace the journey. So abonnieren, für weitere Geschichten. Die noch lang dem wirst am Ende des Motors bei dir bleiben. Bis zum nächsten Video.